Wie kannst du deine Keyword-Recherche internationalisieren, wenn du die jeweiligen Sprachen nicht sprichst? In dieser Folge lernst du, wie du mit diesen Tools eine effektive, mehrsprachige Keyword-Recherche durchführst. Viel Spaß! Für grundlegende Keyword-Recherche-Skills empfehle ich dir das folgende Video oder unseren Ratgeber über Keyword-Recherche auf unserer Webseite. Es geht jetzt im Folgenden nicht darum, jedes kleinste Detail aufzudecken. Hier geht es darum, mit geringem Aufwand und geringen sprachlichen Fähigkeiten möglichst viel zu erreichen. Den Rest kann man nach und nach verfeinern, sollte es sich lohnen. Was in der Praxis aber seltenst so ist. Keine Fleißaufgaben, sondern Wachstumshebel. Let's go! Warum ist Keyword Mapping oder die Internationalisierung einer Keyword-Recherche so essentiell? Eine kleine Geschichte von einem Kunden von uns, deren Produkte habt ihr alle schon gesehen, sind glaube ich in ungefähr 60 Sprachen unterwegs, auch in so kleinen Varianten, so US-Englisch, UK-Englisch, In einem dieser Märkte hatten sie auch ihre Übersetzungen machen lassen von einem sehr bekannten, renommierten Übersetzungsbüro, aber niemand hat sich jemals wirklich die Nachfrage über Suchmaschinen angesehen. Das heißt, man hat diese ganze Webseite um sehr viel Geld übersetzen lassen und hat sich gewundert, wieso der deutschsprachige Raum funktioniert so gut, das funktioniert so gut, aber in diesem Bereich, obwohl wir der Marktführer sind, ranken wir nicht mal für unser Produkt. Warum? Weil der Übersetzer nicht den gängigen Begriff verwendet hat, den User in diesem Kontext tatsächlich suchen. Er hat vielleicht den absolut korrekten Begriff verwendet, aber die Menschen, die dieses Produkt gekauft haben, haben einen anderen Begriff verwendet. Und deswegen ist es so essentiell, bei der Internationalisierung einer Webseite auch diesen Aspekt ganz genau zu betrachten, weil sonst kann man sehr, sehr viel Geld in erster Instanz verschwenden, sehr viele Millionen in entgangenem Gewinn verbrennen. Internationale Keyword-Recherche in 4 Minischritten. Erstens, übersetzen plus das Netz ausweiten. Was wollen wir in diesem Schritt schaffen? Was sind potenzielle Begriffe in den anderen Sprachen? Und jetzt denkst du dir, das klingt ganz nett, aber ich kann diese andere Sprache nicht. Deswegen habe ich einen wunderschönen Prompt für euch vorbereitet, die man einfach so direkt, natürlich ein paar Sachen austauschen, in ChatGPT reinkopieren kann. Ich habe das jetzt im Kleinen, damit ich das klein zeigen kann. Ein Keyword-Set, was du im Deutschen hast, dass das übersetzt wird ins Niederländische. Unser Beispiel ist Golfschläger für Herren und drumherum. Und dann klicken wir hier. Und in diesem Prompt ist nicht nur, er übersetzt mir das mal grundsätzlich, sondern er liefert mir auch weitere Vorschläge, die sehr nah dran sind und Erklärungen zu den Begriffen. Das heißt, unser Main Keyword war von dieser Seite Golfschläger. Im Niederländischen wäre das Golfclub, dann Secondary Keywords, Golfschläger kaufen, Golfclub kopen, etc. Und so, das machen wir wir haben ja idealerweise im Deutschen eine saubere Keyword-Recherche, eine saubere Keyword-Map, um von diesen bestehenden Seiten und deren Keyword-Sets das mal da grundsätzlich rüber zu mappen. Natürlich hat ChatGPT, ist natürlich sehr sprachenbewandt, und hier natürlich sehr stark, aber es hat keine Daten, um diese Sachen zu bewerten. Schritt 2, Suchvolumen prüfen. Wird nach diesen Begriffen, die uns ChatGPT vorgeschlagen hat, auch tatsächlich gesucht. Und da verwenden wir einfach, wenn du jetzt kein bezahltes Tool hast, verwenden wir einfach den Keyword Planner, kopieren uns die Keywords rein, schauen uns an, hey, sind es die richtigen Begriffe, haben die Traffic, und der Keyword Planner liefert uns dann ja auch wieder zu diesen Keywords sehr eng verwandte Keywords, die wir dann auch wieder weiter mit aufnehmen können. So. Ich weiß jetzt aber immer noch nicht, was ist dann das Main Keyword, was sind die Secondary Keywords, habe ich irgendwas übersehen. Und das ist eben Punkt 3, Konkurrenzanalyse, für welche Begriffe ranken Seiten, die für unsere Kernbegriffe ranken, noch. Dafür brauchst du jetzt ein Tool, dafür brauchst du nicht unbedingt Ahrefs, sondern es kann auch SEMrush, Sistrix, das können all diese Tools, wo du einfach Keywords reingeben kannst, du siehst, welche URLs dafür ranken, und dann kannst du dir ansehen, für welche Keywords diese URLs noch zusätzlich ranken. Springen wir mal rein.
Das sind wieder unsere Keywords, Golfclub, Golfclubs Kopen, Golfstock, Goed kopen, Golfclubs etc. Sehen wir jetzt, okay, die haben Suchvolumen, Was ist jetzt interessant? Für uns ist es natürlich interessant, wer hier für diese Begriffe rankt. Das wäre ja unser ursprünglicher, wahrscheinlich Main Keyword gewesen. Wir springen in die SERPs rein, lassen uns kurz ausspielen, okay, was rankt hier? Dann sehen wir, okay, Platz 1, jetzt wer ähnliche Fragen, ist jetzt irrelevant. Platz 2 ist golfdiscounter.nl. Und dann schauen wir uns an, okay, für welche Keywords rankt diese Seite noch. Badadam, dann sehen wir alle Keywords für diese Seite rankt. Dann sortieren wir hier nach Suchvolumen, damit wir mal sehen, was sind die größten Keywords und auf was wir parallel achten, damit wir auch die Suchintention mit bedenken ist. Wir schauen uns jetzt nur an, das Suchvolumen ist hoch und wir ranken sehr weit vorne, weil diese Sachen haben zwar Suchvolumen, aber diese Seite rankt hier nicht. Das heißt, wahrscheinlich brauche ich für das Keyword Tweedehands Golfclubs eine eigene Seite. Aber wenn ich diesen Prozess, den wir gerade sauber durchlaufe, das kann ich in ChatGPT ja auch auf Scale machen. Das muss ich jetzt nicht so im Kleinen pro URL machen, wie ich dir das zeige. Das ist nur zur Veranschaulichung. Normal würdest du ja dann alles einfach reinkopieren und let's go. Das heißt, dann sehen wir, okay, das sind die großen Keywords von dieser Seite, wäre unser Main Keyword, also Golf, Leerzeichen, Club, dann Golfclub etc. Wahrscheinlich ist das eine falsche Schreibweise, das kann ich sowieso auf der Seite nicht verwenden. Das heißt, das wäre wahrscheinlich mein Main Keyword und das wäre auch mein Main Keyword und dann zum Beispiel Golfclubs Kopen wäre mein Secondary Keyword. So, jetzt haben wir eigentlich schon sehr viel differenziert. Wir haben uns angeschaut mit ChatGPT, okay, uns das Keyword-Set übersetzen lassen von der Sprache, die wir nicht sprechen. Wir haben das ein bisschen ausweiten lassen, dann haben wir das Suchvolumen überprüft, dann haben wir uns die Konkurrenten angeschaut, wie die das dann auch tatsächlich bündeln und wie das alles ausschaut bei denen. Nummer 4 brauche ich nicht immer bei unklaren Intentionen. Das heißt, es gibt da Sachen, wo du jetzt hin und her gerissen bist und du bist da jetzt nicht ganz sicher, ob das so korrekt ist. Mustererkennung. Und da ist der Kerngedanke, was wollen User für diesen Begriff sehen. Ganz vereinfacht ausgedrückt, sieh dir die Bilder und das Format der Top 3 Suchergebnisse an und leite da Sachen ab. Und damit du jetzt ein konkretes Beispiel dafür hast, schauen wir uns bei google.nl an, Golfclubs for Beginners und dann sehen wir da die Shopping-Ergebnisse und dann haben wir da Platz 1, Platz 2, Platz 3. Das Coole ist ja auf einer Webseite ist typischerweise nicht nur Text und auch wenn da nur Text wäre, dann kann ich diesen Text reinkopieren in ChatGPT und mir den übersetzen lassen, weil es geht ja nicht darum, dass die Übersetzung perfekt ist, sondern dass ich verstehe, worum es da geht. Aber grundsätzlich geht es eher um Mustererkennung. Das heißt, wenn ich mir jetzt diese Platz 1 rankende Seite ansehe, dann weiß ich, okay, damit ich für dieses Keyword ranken kann und auf Platz 1 ranken kann, brauche ich nicht eine Shop-Kategorie-Seite, sondern so etwas wie ein Ratgeber in Form eines Reviews. Wir sehen ja hier Review und so weiter und wir sehen auch, wie das aufgebaut ist, dass das eine Vergleichsseite ist. Und schauen wir uns die Nummer 2 an. Da ist eine klassische Kategorieseite. Das heißt, wir wissen, okay, die primäre Suchintention ist wahrscheinlich so ein Review-Ratgeber, wenn ich auf Platz 1 ranken will. Wenn ich jetzt aber nur einen Shop habe und dieses Review-Thema nicht machen will, dann kann ich auch mit diesem Format ranken. Und dann sehen wir auf Platz 3 nochmal sowas. Und das ist ohne, dass ich diese Sprache beherrschen muss, sondern ich sehe anhand von den Bildern, worum es hier geht. Und wie gesagt, notfalls kopierst du die Inhalte in ChatGPT und lässt sie übersetzen, um den Suchzweck besser zu verstehen. Das heißt, sagen wir mal, du hast deine deutschsprachige Keyword-Map, um das ganz kurz zusammenzufassen. Das erste, was du machst, du verwendest unseren Prompt, der auch in der Beschreibung ist, um Keyword-Sets sauber übersetzen zu lassen mit Erklärungen, damit du genug Kontext hast. Dann schaust du, ob diese Vorschläge von ChatGPT auch datenbasiert tatsächlich die Keywords sind, nach denen User suchen. Dann, wenn du bestimmt hast, ja, das sind die richtigen Begriffe, schaust du dir das basierend auf die Konkurrenten an, wie haben die das geclustert, was ist Main Keyword, was ist Secondary Keyword und bei Unklarheiten setzt du auf Mustererkennung, was ist das Format, was sagen mir die Bilder, bam, und so kannst du das in jede Sprache machen. Ich war jetzt natürlich der Teufel und das sage ich jetzt am Ende des Videos erst. Ich spreche fließend Niederländisch, dementsprechend war das jetzt für mich einfacher, aber
Auch wenn man diese Sprache nicht beherrscht, funktioniert das Ganze wunderbar. Ich würde mich wahnsinnig freuen über Kommentare, vielleicht eigene Tipps, wie du das angehst. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.